Philipp Minarik. Sein Leben sind die Pferde. Noch bevor er laufen kann, setzt ihn Vater Ferdinand, selbst dreifacher Champion Jockey, auf den Rücken eines Ponys. Mit 5 Jahren galoppiert er zum ersten Mal. Mit 16 reitet er den ersten Sieger in einem Rennen. Vor 29 Jahren. 1769 Rennen hat er gewonnen, 54 Grupperennen, 14 Gruppe 1 Rennen. In der Champions League der Galopper. Er war 4-mal deutscher Meister der Jockeys, gewann über 20 Millionen an Preisgeldern und siegte in 11 Ländern, über 3 Jahrzehnte. Bis zum 3. Juli 2020. Im letzten Rennen des Tages stürzt er und steht nicht mehr auf. Über 4 Wochen liegt er im Koma. Der Spitzensportler wacht 4 Wochen lang nicht auf und kämpft um sein Leben. Nach 4 Monaten kommt er nach Hause. Wenige Tage nachdem Philipp aus der Klinik entlassen wurde, habe ich mich mit ihm und seiner Frau Katja unterhalten. Philipp, wie geht's dir? Mir geht's gut, dem Umständen entsprechend, ja. Du bist vor ein paar Tagen aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen, hast die ersten Nächte wieder zu Hause verbracht. Wie war das? Natürlich war das sehr schön, weil in der Klinik, ich bin kein Patient, der in der Klinik gesund wird, ich bin ein, der im Krankenhaus eher kranker wird. Also ich bin ein Typ von Menschen, der zu Hause gesünder und besser geht. Okay. Und Katja, wie war das für dich, die ersten Nächte Philipp wieder zu Hause zu haben? Großartig. Gab es einen Zeitpunkt, wo du dachtest, er kommt nie mehr nach Hause? Das eigentlich nicht. Ich war irgendwann nur an dem Punkt, wo ich überhaupt gar kein Gefühl mehr dazu hatte. So, sonst bin ich immer eigentlich positiv und optimistisch eingestellt, aber so irgendwann hat man einfach gar kein Gefühl. Noch nicht mal, dass du sagst, irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl in der Sache, aber es war irgendwann einfach, ja, die Belastung war einfach so groß, dass du komplett ausschaltest. Und bei dir? Gab es bei dir mal einen Zeitpunkt, wo du dachtest, ich komme nicht mehr nach Hause? Ich war bewusstlos, ich habe gar nichts gedacht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du wieder wusstest, wer du bist, dass du wieder da bist, hast du da gezweifelt, dass es einen Weg zurück gibt? Oder Nein, wusstest du da? Nein. Seit ich wach bin, gibt es nur einen Weg, der war direkt nach Hause, ja. Zu meiner Familie. Okay. Gehen wir nochmal zurück zum Tag des Unfalls. Freitag, der 3. Juli war es, letztes Rennen in Mannheim, kurz nach 19 Uhr. An was von diesem Tag kannst du dich überhaupt erinnern? Gar nichts. Du weißt gar nichts mehr. Die letzten 4 Monate, ich kann mich genau jetzt auf die letzten 4 Wochen erinnern, vorher ist ein riesen tiefen Loch. Das heißt, von dem Tag selbst? Gar nichts. Gar nichts. Du weißt nicht mehr, wie du auf die Rennbahn Nein. gekommen bist. Du weißt gar nichts Nein. mehr. Hast du dir den Sturz nochmal angeguckt? Ja, natürlich. Und was sind da deine Gedanken oder was? Das sieht schon billig aus. Ich bin im Leben oft gefallen, oft spektakulär, wo nichts passiert ist. Das war eine von langweiligen Stürze, wo man denkt, der steht wieder auf und geht weiter. Und kannst du dir erklären, wie das überhaupt passiert ist, wenn man das Bild sieht jetzt? Also ich kann darüber spekulieren, aber Erklärung gibt es natürlich keine. Okay. Was ist das Erste, an was du dich dann wieder erinnern kannst? Gibt es so einen Tag oder einen Moment oder eine Situation, wo du sagst, daran erinnere ich mich als erstes wieder? Oder das ist noch sehr verschwommen. Also die Ärzte, die Profis sagen, das kommt zurück, die Erinnerungen kommen zurück, aber das kann bis ein Jahr dauern. Ne? Und ich hoffe, dass ich noch was zurückkriege, natürlich. Okay. Zwischen dem Zeitpunkt von Philipps erster Erinnerung, der Unfall, die Fahrt nach Mannheim und was ist dann passiert? Was war die erste Diagnose der Ärzte? Was geht in einem vor? Ich bin der Tommaso Scardino hat mich angerufen. Der hat mich die ganze Zeit, bis der Philipp dann von dort aus in die Uniklinik gefahren wurde, eigentlich up to date gehalten, ist auch mit dem Marco Klein gemeinsam dem Krankenwagen hinterhergefahren. Und so war ich eigentlich die ganze Fahrt über nach Mannheim so ein bisschen informiert. Der Marco Klein hat sich da unheimlich eingesetzt, dass wir schon vorab so ein paar Infos bekommen, was überhaupt los ist. Aber tatsächlich, wie schlimm es ist, ich glaube, das ist erst in der Folgewoche so richtig klar geworden. Also wann hast du dann wann merkt man, hier ist richtig Alarm? Nach dem ersten Wochenende. Der Unfall ist Freitag passiert und so Sonntag auf Montag
als die Ärzte dann gesagt haben, so, er bekommt rein medikamentös, hält ihn nichts mehr am Schlafen und er zeigt eine verzögerte Aufwachreaktion und es tut sich nichts, da war uns klar, okay, das ist gravierend. Haben die Ärzte dich zu diesem Zeitpunkt gewarnt, dass es vielleicht gar nicht gut geht? Gar nicht. Oder aber das war auch so ein bisschen, die Kommunikation in Mannheim im Uniklinikum war sehr schwierig. Ja. Und sind da leider auch nicht so ganz mit den Infos rausgekommen. Daher hangen wir lange so ein bisschen in der Schwebe, was überhaupt eigentlich Schwere der Verletzung, also wie schlimm es tatsächlich ist. Und das hat 3-4 Tage gedauert, bis wir auf dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, okay, das ist wirklich eine Schwertverletzung mit ungewissen Folgen. Was war die erste Diagnose? Also was war die Diagnose, wenn die was gesagt haben? Also es gab keine Diagnose ausgesprochen. Da wurde gar nicht viel gesagt. Und er hat sich auch am Bein verletzt? Genau. Also die erste ausgesprochene Diagnose war, ihr Mann hat eine Beinverletzung, eine Fraktur. Die eigentlich hätte operiert werden müssen, aber nicht operiert worden ist aufgrund der... Genau, weil er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht stabil genug war, um jetzt so eine mehrstündige Operation durchzustehen. Wie ging es dann weiter? Dann wurde er von Mannheim verlegt in das International Neuroscience Institute in Hannover. Das war schon eine Woche, nachdem der Unfall stattgefunden hat? Genau, eine Woche. Wie kam es zu dieser Verlegung von Mannheim nach Hannover? Was ist da passiert und warum hat man sich zu diesem Schritt entschieden? Den Kontakt hat die Gisela Schürgen hergestellt. Der Vinzenz ist damals in Frankfurt schwer gestürzt und ist mit seiner damaligen Verletzung auch nach Hannover gebracht worden. Und Gisela ist mit Paul von Schubert die ganze Zeit in Kontakt gewesen. Und die beiden haben ermöglicht, dass wir den Philipp nach Hannover transportieren können. Und wenn man seinen Mann da im Koma in diesem Hubschrauber abheben sieht, was geht da durch den Kopf? Unbeschreiblich. Also es ist so unreal einfach. Ich habe die ganze Zeit auch immer gesagt, das ist irgendwie so nicht meine Geschichte, die hier gerade passiert. Das fühlt sich so unreal an. Ich habe gehört, du hast 5 Tage am Stück tatsächlich nicht geschlafen. Wie macht der Körper das? Was passiert da mit einem? Man funktioniert einfach. Du spulst so einen Automatismus irgendwie ab, du funktionierst. Also wo du die Kräfte hernimmst, das weiß ich bis heute irgendwie nicht. Aber man funktioniert einfach einwandfrei. Dann seid ihr in Hannover angekommen. Philipp lag dann weitere 2 Wochen in Hannover im Koma. Was haben die Ärzte dir dann mitgeteilt? Es war dann nach der Verlegung nach Hannover, war es dann so, dass ja die zweite Beinoperation noch anstand und dass die Ärzte gesagt haben, er wird rein medikamentös noch so lange im Koma gehalten, bis die Beinverletzung operiert ist. Und dann erst wird man versuchen, ihn über mehrere Tage langsam wieder aufwachen zu lassen. Das heißt, operiert worden ist er das erste Mal in Hannover? Genau. Okay. Und das ist alles gut verlaufen? Ja. Und dann war er wie lange noch im Koma? Das erste Mal kurzwach war er Ende Juli um den 27. Das wären dann ja schon deutlich über 3 Wochen nach dem Sturz. Also da lag er 3 Wochen im Koma. Was geht in deinem Kopf vor, wenn du heute die Bilder und Videos von der Zeit im Koma siehst? Ich bin von Natur sehr pessimistisch veranlagt. Also ich war der Erste, der nach 2 Wochen gesagt hat, 2 Wochen Bewusstlosigkeit gesagt hat, pray for Philipp und so, ist alles schön und wunderbar. Aber der kommt nicht mehr nach Hause. Das wird nichts mehr. Das wird, wenn es gut läuft, der nächste Michael Schumacher, aber mehr wird das nicht mehr. Das hätte der Philipp Minari gesagt. Und Katja, was sagen Ärzte zu einem, wenn der Ehemann einen Monat lang nicht aufwacht? So, die Dauerantwort war, es braucht alles Zeit und Geduld. Und was macht man dann Tag ein, Tag aus, wenn man keinen Fortschritt sieht? Ich habe gesehen, ihr habt so eine Tony-Box, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so eine kleine Box, auf der man Märchen für Kinder aufnimmt, die man Kindern dann zum Einschlafen vorspielt. Das habt ihr von seinen Freunden, von dir, von eurer Tochter Finja besprechen lassen und dann ihm im Koma-Zustand vorgespielt. Papa, ich vermisse dich, aber guckst du auch das Sandmännchen jetzt? Also die Box lief die ganze Zeit über, wenn ich nicht vor Ort in der Klinik war. Und ja, wir haben ganz viele wunderbare Nachrichten aus der Familie und vom engsten Freundeskreis gesammelt. Und ja, die hatte Philipp Tage um Tage, jeden Tag
ums Neue gehört. Auf dieser Box soll sogar ein guter Freund von dir, Patrick Gibson, während du im Koma warst, was hat er dir da gesagt? Das darf ich ja eigentlich noch gar nicht sagen, aber wenn es hilft, dass du wach bist, dann erzähle ich dir das jetzt. Und zwar wirst du Onkel. Das heißt also, er hat dieser Box verraten, dass er Richtig, Papa richtig. wird? Und als ich die Stimmen erst mein Gehirn habe, da wusste ich genau, was kommt. Ich wusste, das kommt jetzt mit dem Kind. Die Tochter kommt am 24. Dezember, dass Andrea schwanger ist. Ich wusste das, bevor das ausgesprochen wurde. Nach knapp 4 Wochen begann dann die Aufwachphase. Wusste er, dass er eine Tochter hat? Erstmal gar nicht. Wusste er auch nicht. Also das heißt, Er hat sich noch nicht mehr selbst erkannt. Wir haben ihm ja auch Videos vorgespielt und er hat immer gesagt, ich bin das nicht. Und wie hält man da die Nerven? Also sagen die Ärzte dann, das ist ganz normal und das wird wieder alles? Oder wird man dann irgendwann auch, zweifelt man und hat Angst, dass der Mann immer so bleibt? Also man selber zweifelt natürlich und die Ärzte sagen tatsächlich, das ist alles ganz normal. Und das nennt sich dann Durchgangssyndrom. Dieser Zustand kann Tage, Wochen oder auch Monate andauern und steigert sich dann durch verschiedene Phasen. Für mich natürlich ganz extrem, für Philipp auch. Ich weiß nicht, wir haben unendlich viele verschiedene Phasen durchlebt, auch verrückte Phasen, wo du dann tatsächlich am Bett sitzt und zum ersten Mal unbewusst wieder lachst in dieser Situation. Da lachst du, weil er so verrückte Dinge macht, von denen er natürlich heute gar nichts mehr weiß. Genau. Wenn du heute diese Geschichten hörst, wie du dich da teilweise aufgeführt hast, positiv als auch negativ, lustig als auch tragisch, was denkt man da? Ich vertraue da 100% in die Ärzte. Wenn die Ärzte sagen, das ist normal, dann glaube ich das. Aber das passt auch irgendwie zu Philipp, ne? Ja, weil du auch vorher schon so Ja, weil ich schon vorher einen weg hatte, ja. einen weg Vor dem hattest. Sturz. Ihr habt eine 4-jährige Tochter, Finja. Wie bist du mit ihr umgegangen? Wie hast du ihr erklärt, dass Papa nicht nach Hause kommt? Die Finja wusste ganz lange nicht Bescheid. Wir haben die Finja, glaube ich, erst nach 6 Wochen, nach 6 Wochen haben wir es ihr erzählt, haben das Ganze natürlich so ein bisschen kindgerecht verpackt und habe mich vorher mit vielen Leuten abgestimmt, wie da die beste Vorgehensweise ist. Irgendwie die Angst war immer da und es ist natürlich auch kein gutes Gefühl, jeden Tag sein Kind anlügen zu müssen. Aber ja, zu der damaligen Situation war es einfach zu extrem und auch die Angst von mir war zu groß, dass sie das irgendwie doch stark verletzen könnte. Und wie war dann der Moment, als sie zum ersten Mal wieder Papa gesehen hat? Großartig. Also es war wirklich, ja, eigentlich filmreif. Es war so ein absoluter Wunsch- und Traummoment. Auch, also War sie geschockt, Papa Gar zu sehen? nicht. Weil Papa sah ja schon Gar mitgenommen aus. also die haben ihn natürlich so ein bisschen vorbereitet darauf, dass die Finja kommt und haben ihn, sag ich mal, ein bisschen zurechtgemacht und er lag auch nicht in seinem Bett, sondern er saß in diesem, das nennt sich Mobstuhl und war so, ich sag mal, mit Bettlaken und so ein bisschen bedeckt, dass es natürlich für die Finja, fürs Auge nicht ganz so extrem aussieht. Aber in der Situation hast du einfach so diese kindliche Unbefangenheit gemerkt. Das war für sie absolut egal. Es war so, der Papa war da und ich kann den Papa anfassen und das war einfach schön. Als du dann wieder vom Kopf her da warst, ich nenne sie jetzt mal da warst, Ja. und die ersten Kontakte mit der Außenwelt wieder hattest, Mhm. da hast du 2 Kollegen von dir angerufen. Beschreib das doch mal. Ja, ich habe halt riesen Angst gehabt, weil ich auf einer Etage im Krankenhaus aufgewacht bin, wo die meisten waren in Rollstuhl. Ne? Da habe ich natürlich Freddy Tilicki angerufen und Christian Schache und Peter Heugel, habe gefragt, wie das Leben in Rollstuhl ist. Ne? Ich habe riesen Angst gehabt, ich bin ein Rollstuhlfahrer für den Rest meines Lebens. Und dann hast du die 3 angerufen, die alle 3 heute im Rollstuhl sitzen, weil sie alle schwere Unfälle hatten. Und was sagen die dann zu einem? Ja, das ist schwer zu interpretieren jetzt, aber die waren alle sehr optimistisch. Ne? Die sagen, Junge, wir haben das gemeistert. Wenn das so ist, bei dir, du wirst das auch meistern. War zu dem Zeitpunkt noch die Möglichkeit da, dass du tatsächlich im Rollstuhl landen würdest? Kann ich dir nicht genau sagen, weil mit mir hat zu dem Zeitpunkt niemand kommuniziert. Ich bin aufgewacht und konnte mich kaum bewegen. Ne? Ich saß im Rollstuhl, konnte mich
hier Unterkörper gar nicht steuern, konnte, aber restliche Muskulatur war auch abgebaut. Ich konnte kaum was bewegen. Ne? Das heißt, du wirst wieder wach, dein Gehirn wird langsam wieder und du merkst, wie der Körper nicht mitzieht. Richtig. Und dann kommt Panik. Ja, das hast du genau richtig beschrieben. Ja. Konnten die Ärzte dir dann versprechen, dass das mit dem Gehirn wieder wird? Nicht wirklich. Ne? Die reden bis heute, reden die so, ja, da hat Schädelhirntrauma stattgefunden und da bleiben immer Schäden von. Ne? Hat man dann Angst, wenn man so in der Klinik liegt, weiß, dass man das hat, merkt, dass man sich nicht an alles erinnern kann? Hat man dann die Angst, oh wei, da oben, das wird nie mehr so wie früher? Angst ist kein Wort dafür, das sind schon panische Zukunftsängste und Existenzängste. Ne? Die hatte persönlich. Ich kann für niemand anderen sprechen, aber ich hatte Riesenängste und so habe ich auch reagiert. Beschreib doch dann bitte mal die ersten Schritte, wie das war, zurück zu deinen ersten Schritten. Ja, erst einmal bist du halt auf Rollstuhl angewiesen, weil sonst kommst du nirgendwo. Rollstuhl und dann jede Treppe, jede Tür musst du jemanden nach Hilfe fragen. Jeder Toilettenbesuch, überall musst du nach Hilfe fragen. Das bin ich als Jockey, als Topsportler in meinem Leben nicht gewohnt. Jedes Mal, wenn ich was machen will, nach Hilfe fragen. War für mich auch Neuland. War sehr schwer. Wie lange warst du dann im Rollstuhl? Frag mal Mama besser. 3, 4 Wochen. 3 Wochen höchstens, 2, 3 Wochen. Woher nimmt man die Motivation? Du wirst wieder zurück, du wirst wieder der Mensch, der du vor dem Unfall warst. Ne? Du wirst wieder der sein, der du warst. Ist man dann auch schon ein Stück weit glücklich, dass man wieder da ist? Oder ist man mehr unzufrieden, dass man erst da ist? Das wechselt. Also bei mir persönlich war das wechselte in Stundentakt. Ich war zeitweise sehr glücklich, dass ich überhaupt in Rollstuhl bin, dass ich überhaupt da bin, dass ich das überhaupt überlebt habe. Und dann kam wieder diese Verzweiflung, wird das noch was? Dann kommt, das hat sich so schnell gewechselt. Vor Jahren hattest du einen längeren Klinikaufenthalt wegen Alkoholismus. Wie würdest du diese Aufgabe damals mit dem vergleichen, was du jetzt schon gemeistert hast und was da noch vor dir liegt? Ja, ich habe damals gedacht, das ist meine schwerste Prüfung, 2013, dieser Aufenthalt in Bad Essen. Ich glaube, du warst auch da. Und das war aber nichts zu vergleichen mit dem, was ich jetzt durchmache, was ich jetzt durchmachen musste. Das hier war 10-mal oder 100-mal schwerer. Dagegen war Bad Essen ein Spaziergang. Stimmt das, dass dir Freunde Essen zu Hause gekocht haben und dir in die Klinik reingeschmuggelt haben? Also da war, ich will jetzt niemanden nennen, aber Olaf Schick, Guido Schmidt, da waren die, meine Frau waren natürlich die mich versorgt haben mit Essen. Ich habe, glaube ich, in der Klinik in Köln nichts angefasst, was da gekocht und serviert worden ist. Wenn du jetzt hier so sitzt, dann denke ich Wahnsinn. Weil ich weiß, dass ich und viele des Rennsports gedacht haben, genau wie du selber prognostiziert hast, das wird gar nichts mehr. Und wenn ich dich jetzt hier so sitzen sehe und die Entwicklung sehe, in der kurzen Zeit, dann muss ich diese Frage stellen, ist es denn überhaupt ausgeschlossen, dass du jemals wieder im Rennsattel sitzt? Ja, definitiv. Ich bin 45, das Karriereende war absehbar, also ich hätte vielleicht noch 5 Jahre geritten, dem Rennsport geht es auch nicht gut und ganz ehrlich, nach so einem Sturz mit 45 Jahren, da geht es nicht normal in den Sattel. Auch wenn du das körperlich alles ausstellst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann der Angst kommt. Und der würde da definitiv kommen. Das heißt also, du glaubst, ein Jockey, der einen solchen Sturz hinter sich hat, der kann da obendrauf nicht mehr angstfrei sitzen? Nicht mehr in dem Alter. Vielleicht mit 25, aber nicht mehr mit 45. Das stellst du nicht mehr auf. Jetzt, wo du weißt, dass du nie mehr Rennen reiten wirst, was war rückblickend, wenn du ein Erlebnis picken müsstest? Was wäre das Schönste? Das Schönste war natürlich 2014, der große Preis von Baden-Baden, Ivanhoe. Alle waren da, CNN war da, BBC war da, alle wollten dem Sidumon, dem vermeintlichen Artfavoriten, sehen, wie der siegt. Wir haben ihn einfach geglaubt von zu Hause, also das war sehr schön. Und das war genau ein Jahr nach meinem Antritt in der Klinik, wo ich die Alkoholprobleme hatte. Genau 365 Tage später. Das war dann dein Highlight, wenn du jetzt eins picken müsstest. Und wenn ich dir jetzt die Chance geben würde, die Uhr zurückzudrehen vor deiner Jockey-Karriere, damit du diesen Sturz und all das damit Verbundene nicht erleben musst, würdest du die Uhr zurückdrehen? Nein, definitiv nicht. Das war mein Leben und das sollte so passiert sein. Wenn man Jockey ist,
Weiß man, dass das passieren kann? Lebt man damit oder schiebt man es weg? Das schiebst du weg. Das musst du verdrängen, das sollst du verdrängen, weil wenn du daran ständig denkst, dann hast du schon verloren. Dann reitet der Angst mit. Und Angst ist kein guter Berater, glaubst du mir. Mannheim gilt ja ohnehin als eine Bahn, die besonders speziell ist. Auch das Pferd, was du an dem Tag geritten hast, galt als speziell. Im Nachhinein ist es leicht, aber damals wurde darüber nachgedacht, diesen Ritt anzunehmen und nach Mannheim zu fahren, oder ist das für dich? Natürlich habe ich den automatisch angenommen. Du darfst nicht vergessen, ich bin 4-mal Deutscher Meister geworden mit solchen Ritten. Ich habe Adrien de Vries geschlagen, ich habe Eduardo Pedrosa geschlagen im Championatskampf, nur mit solchen Ritten. Weil ich überall hingefahren bin, weil ich alles geritten habe. Das war Teil meiner Karriere, das musste ich so machen. Sonst wäre nicht Filip Minardi das, was der geworden ist. Das heißt, an dem Tag, als du in Mannheim auf dieses Pferd gestiegen bist, da war 0,0% Angst. 0,0. Ja. Und auch in Bad Harzburg und anderen Bahnen, Ja. wo es ein bisschen wilder zur Sache geht, das war für dich nie ein Thema. Nie ein Thema. Ob das richtig war, darüber können wir uns jetzt noch unterhalten, aber ich bin da drauf gestiegen, ohne einziger Gedanke, dass sowas schief gehen kann. Ne? Die Anteilnahme innerhalb der Rennsportfamilie war gigantisch. Du hast selbst zahlreiche Nachrichten bekommen in den sozialen Medien und. Wie geht man da um, wenn man all diese Videonachrichten bekommt und diese Sprachnachrichten? Ich bin damit auch sehr emotional umgegangen. Also ich habe erst einmal, seit ich denken kann oder seit kurzem wieder geheult. Ich habe wieder geweint, weil das war so emotional, ich konnte keinen Stand halten. So, mein Freund, hier spricht die Eddie. Ist schon Zeit aufzuwachen. Wir warten auf dich hier. Wir sind Stehaufmenschen und wir kämpfen für alles, hast du mir immer gesagt, ne? Wir lassen uns nicht kleinkriegen. Also, gib Gas und komm. Wir vermissen dich. Ivanhoe, Ito, Guignol, Giuliani, Welltime und noch so viele andere, Alson, Tusquets, Palace Prince und ich vergesse noch ein paar. So viele Rennen mit dir gewonnen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch das Derby gewinnen. Ich habe noch Pferde für dich da. Ich warte auf dich. Komm zurück. Ich brauche dich. Wir müssen noch was zusammen erreichen. Das heißt, wenn man echt die ganzen Freunde hört, die diese Sprachnachrichten teilweise ja geschickt haben, Ja. als du im Koma lagst. Ja. Und du hast sie dann im Nachhinein angehört, wie mitgenommen die ganze Galopperwelt da war. Das macht dann doch mit Sicherheit auch stolz, dass man so Freunde hat und so Support hat. Stolz auf jeden Fall, aber emotional auch. Also, dass die diese Glaube gehabt haben, weil ich leider im Koma, wo die das ausgesprochen haben. Also meine Chancen, Überlebenschancen waren ungefähr 50-50. Ne? Also, dass sie so viel Optimismus hergebracht haben, riesen Respekt. Sogar der beste Jockey der Welt, Frankie Dettori, hat dir ständig Videonachrichten geschickt. Das heißt also, die ganze Welt hat dieses Thema verfolgt. Das war besonders emotional für mich. Das ist eine Nachricht, die ich nie löschen würde von meinem Handy. Keep up with the good work. I'm proud of you. You're doing really well. You're a fucking miracle. Still alive. I love you so much. Und dann haben die ganzen Aktiven, während du im Koma lagst, rund 150.000 Euro gesammelt. Da gab es Hunderte von Menschen aus Japan. Wie nimmt man sowas im Nachhinein, auch wenn man sieht, diese Rennsportfamilie ist so für einen da? Auch sehr emotional natürlich. Ich glaube, das gab es noch nie. Das ganze internationale Racing, internationale Rennsport, deutscher Rennsport, deutscher Galopp zugeguckt hat, 4 oder 5 Wochen. Steht der Philipp nochmal auf oder steht er nicht auf? Ne? Und der ganze deutsche Rennsport, die Zusammenhörigkeit, was die für Geld gespendet haben, riesen Respekt, also riesen Dank dafür nochmal. Gab es einen Moment, wo du mit dem Rennsport nichts zu tun haben wolltest, wo du so eine Art vielleicht sogar sauer auf den Sport warst? Sauer auf den Sport war ich nie. Ich habe lange keine Pferderennen geguckt, auch keine deutsche Pferderennen. Das erste Pferderennen, was ich wieder gesehen habe, war, glaube ich, Arc de Triomphe 2020. Habe mich auch riesig gefreut über den zweiten Platz, den Schlenderaner, habe direkt Baron von Ullmann angerufen. Da war ich wieder da. Natürlich tut das ein bisschen weh, weil du siehst Pferde, die du vorher geritten hast, wie die siegen mit anderen Jockeys. Ne? Wenn man sich das heute anguckt und weiß, dass man das 3 Jahrzehnte gemacht hat, dass das seine Passion, sein Job, seine Leidenschaft und auch, ich kenne dich ja aus dem FF, du hast Rennsport ja gelebt. Ja. Und wenn man jetzt weiß, ich sitze da oben nie mehr drauf. Das tut natürlich weh, aber ich denke, der Zeit wäre gekommen. Ich bin 45. Also der Tag, wo ich da sitzen würde, muss mich über meine Zukunft Gedanken machen.
Er wäre sowieso gekommen. Mannheim hat das nur beschleunigt. Und Stichwort Zukunft innerhalb des Rennsports? Hoffe ich, ja. Ich hoffe, dass der Rennsport so breit bleibt, dass da für mich sich irgendwo Option findet. Das heißt, du hast dem Turfteufel, der dich da in Mannheim hat stürzen lassen, dem hast du verziehen und sagst, der Rennsport gehört. Ich habe das herausgefordert sozusagen. Also ich habe nie diese Bahn, ich hätte das immer im Hinterkopf haben müssen. Ich habe das aber irgendwie verdrängt. Ne? Also dass dieser Sport gefährlich ist, das wissen wir beide. Und ich habe das irgendwie verdrängt, ja. Aber dass das passiert ist, war kein Zufall. Dass das mir passiert ist, war auch kein Zufall. Das heißt aber, du stellst dir schon eine Zukunft innerhalb des Rennsports vor. Ja, ist richtig. Was das genau sein kann, ist wahrscheinlich jetzt verfrüht. Jetzt geht es erstmal darum, gesund zu werden. Wenn ich dich jetzt hier sitzen sehe, dann denke ich, ach guck mal, das ist ja Philipp von früher. Ist ja toll. Aber während wir hier sitzen, stehst du weiter unter starken Schmerzmitteln, hast auch starke Schmerzen. Beschreib mal, wie momentan dein Alltag aussieht. Momentan, ja, ich stehe irgendwann auf, zwischen 7 und 8, werde dann in Mediapark Klinik gefahren, da mache ich meine Sportphysio und danach wird noch, ja, das sind 3-4 Stunden des Tages, danach wird noch Zahnarzt, Augenarzt, alles was diese Verletzung mit sich mitgebracht hat, wird erledigt danach. Aber die meisten Zeit des Tages verbringe ich schon bei Physiotherapeuten und Ärzten, ja. Physiotherapeuten und Ärzte mit Schmerzen? Ja. Schmerzen sind da unverändert. Da sind noch starke Schmerzen da. Und die starken Schmerzen sind das ganze Körper. Ich kann mich nicht so bewegen, wie ich mich vorher bewegen konnte. Ne? Das ist die Tatsache. Was sagen da die Ärzte? Gibt es da Prognosen? Ja, meine Frau hat das schon, glaube ich, angesprochen. Zeit und Geduld, Herr Minarek, mussten Sie mitbringen bei dieser Verletzung. Aber ist die Prognose der Ärzte denn so, dass die sagen, du brauchst jetzt Geduld? Ja. Es tut auch weh, aber irgendwann kannst du wieder normal joggen. Die Ärzte halten sich das sehr bedeckt bei dieser Art von Verletzung, aber die geben uns schon Hoffnung, dass das innerhalb von eines Jahres wieder so wird, ja. Wenn man hart dran arbeitet, jeden Tag. Okay. Und andere Folgeschäden können wir, wie ist es mit deinem, wenn ich jetzt hier mit dir sitze und mit dir rede, dann erkenne ich keinen Unterschied, was mich ja sehr glücklich macht. Ja. Kaum nachdem du wach warst, haben wir per WhatsApp kommuniziert und dann hast du schon wieder auf deine Art und Weise gescherzt. Und ich habe dann immer den Leuten gesagt, der wird wieder. Weil diese Art von Humor, das hat mir gezeigt, der wird wieder. Wie wird das wirklich wieder? Wird das wirklich komplett wieder oder gibt es da auch keine Prognose? Das gibt es keine Prognose. Da halten sich die Ärzte bedeckt und ja, das soll lieber jemand beantworten, der außen steht, ne? Nicht ich. Folgeschäden? Haben die dir irgendwas gesagt, Katja, mit welchen Folgeschäden du bei ihm noch rechnen musst? Das kannst du zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich immer noch nicht sagen, weil er sich immer noch in der Frühreha befindet. Und ja, es braucht Zeit und Geduld. Und ja, natürlich so eine Schwerstverletzung, hat man mehrmals erzählt bekommen, kann tatsächlich schwere neurologische Schäden mit sich ziehen. Oder eben auch nur leichte neurologische Schäden. Was da am Ende tatsächlich bleibt, kannst du jetzt einfach noch nicht sagen. Das heißt aber, es kann sein, dass er sein ganzes Leben lang Medikamente nehmen muss. Ja. Das können wir noch nicht ausschließen. Aber wir können hoffen, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass wir in einem Jahr keine Medikamente mehr nehmen und ganz normal miteinander spazieren können, in einem vernünftigen Tempo, ohne Schmerzen. Die Hoffnung ist da, ja. Und dafür kämpfst du auch. Dafür kämpfe ich jeden Tag. Und dafür steht deine Frau, dass Ja. das funktioniert. Meine Frau sowieso. So hätten die mich in Mannheim nicht abgeholt von Geläuf. Ich glaube, ich werde jetzt noch da liegen. Also ohne meine Frau werde ich das nie schaffen, das steht für mich fest. Dafür aber riesen Dank. Ne? Hat das euch mehr zusammengeschweißt? Schon. Ja, inniger auf jeden Fall. Also man kann das gar nicht beschreiben. Also das ist, weiß nicht, das kannst du nicht beschreiben. Ohne Worte. Ohne Worte? Ja. Okay. Sag mal so, die Liebe hat mich gerettet. Ne? Die Liebe hat mein Leben gerettet. Obwohl ich nie an Liebe geglaubt habe. Ne? Sehr lange in meinem Leben. Und jetzt hat die Liebe dich gerettet? Ja. Okay, schön. Dann sage ich vielen Dank und weiter alles Gute.
Zeit und Geduld. Zeit und Zeit Geduld. und Geduld, genau. Jo, Vielen Dank. Dankeschön.